Hallöchen, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute habe ich etwas ganz Besonderes vorbereitet und wir werden nämlich zusammen kochen. Neulich habe ich ein sehr interessantes Rezept gefunden, der so perfekt zu Winter passt. Pumpkin Spice Latte heißt es, so Kürbislatte. Ich habe das zu Hause selbst probiert und hat sehr gut geklappt. Und heute zeige ich euch, wie man das machen soll. Und wenn ihr bereit seid, dann werde ich sagen, los geht's. Lass uns zusammen kochen. Kochen, 做饭。让我们一起做饭吧。So, für das Rezept habe ich hier Butternut-Kürbis benutzt. Eigentlich kann man alle Kürbissorten benutzen und ganz oft sehe ich im Video, dass man auch Hokkaido-Kürbis benutzt. Ich denke, das Geschmack wird nicht so anders sein, weil ich zufällig noch ein Stück von dieser Butternut-Kürbis zu Hause habe und habe ich das einfach so benutzt. Zuerst habe ich die Schale abgeschnitten. Eigentlich man kann die auch so dran lassen, aber fürs Kochen bin ich eine so Perfektionistin. Die Kürbiskerne braucht man auch gar nicht wegzuschmeißen. Dieses Mal war der Kürbis ein bisschen klein und deshalb sind die Kerne auch nicht so ideal, aber normalerweise lege ich die einfach so einige Minuten in Pfanne oder 10 Minuten in Ofen und dann hat man für Film gucken oder Quatschen mit Freunden ein leckeres Snacks und gesunde Snacks. Und jetzt dämpfen wir den Kürbis. Ich habe 2 unterschiedliche Möglichkeiten probiert und als ihr sehen könnt, die zweite hat so besser funktioniert. Für die Vorbereitung von Gewürzen habe ich hier leider ein Hochformat verwendet und deshalb man sieht nicht alle Gewürze, aber für dieses Rezept braucht man Zimt, Nelken, Muskatnuss, Ingwer und Honig und Milch nach eurem Geschmack. Wow, dieser Moment und der Geruch, es war wirklich Paradies. Ich habe hier Hafermilch genommen. Es ist keine Werbung, aber mir schmeckt einfach Hafermilch viel besser als normale Milch. Es ist so leichter und man merkt das Geschmack vom Kürbis noch stärker. Aber man kann natürlich auch Hafermilch, Mandelmilch, normale Milch, laktosefreie Milch, alles möglich. Könnt ihr gerne nehmen. Und Kürbis durch ein Sieb pürieren, da hat man ein feineres Geschmack. Inzwischen, wenn die Mischung von Milch und Kürbis, pürierte Kürbis schon heiß wird, kann man die Gewürze eingeben. Ein Mini-Stück Ingwer, weil ich es nicht sehr gern mag. Und dann alles ganz gut rühren. Ich habe zu Ende noch 2 Löffel von Honig eingegeben. Man kann stattdessen auch Ahornsirup benutzen oder einfach Zucker rein. Für die Pumpkin Latte braucht man noch Espresso oder stärkere Kaffee. Ich habe hier French Press benutzt. Ja, gerade habe ich bei Kochen vergessen, Muskatnuss auch einzugeben. Ja, man muss das nicht, aber es gibt diese Latte einen wirklich besonderen Geschmack. Und natürlich, wer es möchte, kann auch Schlagsahne als Topping da oben reintun. Für ein bisschen fancy Luxusgefühl, naja, aber mehr Kalorie, mehr Spaß, mehr Freude. Und
jetzt genießen wir einfach den letzten schönen Moment für unsere Pumpkin Latte. Wir reiben jetzt noch ein bisschen Zimt als Deko und guten Appetit!